Ein herzliches Willkommen im Metastudio mit Jules. Und Luise, wir sind live. Los geht's. Unser Thema für heute ist die Fotoassistenz. Eine Folge, auf die ich mich freue, weil ich kann mich so ein bisschen zurücklehnen. Ich kann viele Fragen stellen. Und du darfst ganz, ganz viel erzählen. Ich werde auch ein paar Fragen stellen, bestimmt noch. Ja, bestimmt. Ja. Aber ich glaube, dein Redeanteil wird deutlich größer. Okay. Und ich finde es aber gut, dass wir hier zwei verschiedene Perspektiven jetzt haben. Und wie schon erwähnt, ich habe nie assistiert. Ich war nie Digi am Set. Dementsprechend habe ich vor allem Fotoerfahrung an meinen eigenen Fotosets und meinen eigenen Fotoprojekten. Und du, Jules, hast aber viele Jahre assistiert. Hast du nicht in deiner Teilzeitjob assistiert? Nein, ich habe Warum wirklich nicht? nur Backoffice gemacht, weil Julia und Jill Hochzeitsfotografen sind und es da sowieso schwieriger ist, Leute bei der Hochzeit mitzunehmen. Und die beiden auch gar nicht so viele Hochzeiten begleiten. Es ist irgendwie nie zustande gekommen. Ich habe wirklich nie mit fotografiert. So. Das heißt, du hast noch nie in deinem ganzen Leben einem Fotografen bei einem Shooting geholfen. Das ist nicht korrekt. Ich habe mal 2 Wochen Praktika gemacht bei einem Fotografen. Da war ich, keine Ahnung, 15 oder so. Da habe ich auf jeden 2 Fall. Wochen Assistenz. Ich habe nicht wirklich assistiert, muss ich sagen. Ich war eher so die Kaffeeholerin und habe mal sauber gemacht und so weiter, was man im Praktikum so macht. Das wurde genau dort erfüllt. Und dann habe ich aber ab und zu bei freien Projekten, also vor allem bei Meetups, habe ich ja viel mitgemacht, wo mehrere Fotoleute und mehrere Models an einem Ort waren. Da habe ich natürlich auch Reflektor gehalten und mit zugeschaut, wenn nicht sogar auch mit fotografiert gleichzeitig. Da bekommt man dann doch ganz gut auch mit, wie andere Leute arbeiten. Aber was ich noch nie gemacht habe, ist an einem großen Set Digi sein und nebenbei bei Capture One Fotos backuppen, auf Schärfe prüfen, all das, was da dazu gehört. Du hast aber schon mal einen Assistenten gebucht Ja, das habe ich oder schon gemacht. beauftragt. Mhm. Was ist denn deine Vorstellung von Assistenten? Ja, sehr gute Frage. Ich würde sagen, auf der einen Seite Organisation und Kommunikation. Zum Beispiel, wenn es um Dinge geht wie Sachen im Studio erfragen. Gibt es da eine Kabeltrommel? Wie sieht das mit Strom aus? Gibt es eventuell gewisse Lichter vor Ort oder nicht? Also da schon mal kommunizieren. Dann während des Fotoshootings selber natürlich Dinge wie Technik einstellen, prüfen, mir den Rücken dahingehend freihalten, dass ich kreativ arbeiten kann, ohne zum Beispiel während des Fotografierens ein Backup machen zu müssen oder ohne die Schärfe die ganze Zeit checken zu müssen. Und trotzdem würde ich auch sagen, kreativer Input. Ich weiß nicht, ob das zu viel verlangt ist, dass dann vielleicht auch noch eine Meinung kommt von wegen, hey, vielleicht machen wir das doch noch mal ein bisschen nach rechts oder links. Und ja, das sind eigentlich so die ersten Sachen, die mir einfallen. Was habe ich alles Wichtiges vergessen? Ich habe nur gefragt, weil ich das immer ganz interessant finde, weil das natürlich schon so ist, dass wenn man Fotografin ist und assistiert hat, dass man dann einfach diesen Bereich kennt. Ja, das ist wie so ein bisschen, wie man sich wenn man sich in einer Firma hocharbeitet von Praktikantin zu Vorstand, dann hat man eben die komplette, alles was dazwischen ist, auch schon gesehen. Und deswegen ist es immer ganz interessant, weil natürlich FotografInnen, die so wie du nie assistiert haben, da, ich sag's jetzt mal, eine Lücke haben, die aber nicht unbedingt zu bewerten ist, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Das kann super positiv sein, es kann aber auch in manchen Fällen negativ sich auswirken. Was du schon ganz gut gesagt hast, war den Rücken frei halten. So, das ist ein riesen Punkt. Weil ich glaube, viele stellen sich das so vor, als ob ein Assistent oder eine Assistentin
den Aufheller hält. So, der Mhm. Klassiker. Aber eigentlich ist es wirklich ein Fulltime-Job, der sehr, sehr viel und fast, würde ich sagen, in dem Fall in großen Sets an wichtigen Jobs noch viel mehr Denkleistung als die des Fotografen oder der Fotografin verlangt und viel mehr Aufmerksamkeit, weil es eben darum geht, dem oder der Fotografin den Rücken frei zu halten und immer einen Schritt voraus zu sein am besten, im besten Aber in Fall. welcher Hinsicht? Also schon vor allem im Technikaspekt, oder? Absolut, ja. Da kommen wir ja später noch drauf zu. Und was du auch gesagt hast, war kreativer Input. Das ist, Ja, obwohl ich da nicht so meine, dass da jetzt er oder sie komplett die Bildsprache mit nö, das habe ich auch nicht so verstanden, aber du meintest wahrscheinlich Lichtsetzung, was funktioniert gut, was vielleicht, wo kann man was genau, verbessern. genau. Ähm, das ist, das ist richtig. Es kommt immer sehr, sehr auf den Fotografen oder die Fotografin an. Also mh, es gibt Situationen, wo Fotografen das sehr, sehr wertschätzen, wenn Assistenten Input geben. Jetzt nicht kreativ im Sinne von, probier doch mal diese Pose beim Model, Nee, genau. sondern kreativ im Sinne von, ja, irgendwie der Schatten sieht irgendwie nicht so gut aus, lass mal das Licht vielleicht nochmal 2 Meter nach rechts oder sowas. Genau, Ne? genau. Und da muss Aber ich auch ganz kurz da, sagen, bei meinem lass mich letzten, kurz zu Ende sprechen. Auch da gibt es Fotografen und Fotografinnen, die das ganz empfindlich verurteilen, fast schon, wenn wenn der Assistent sich rausnimmt, sowas Ach anzusprechen. krass. Ja. Weil ich hatte das bei meinem letzten Job, dass mein Digi mir dann wirklich auch gesagt hat, wie er das Licht setzen würde. Und ich fand das so schön, dass wir dann zusammen mit 4 Augen da drauf geguckt haben. Mhm. Und ich finde, wir sind dann auch dadurch zu einem richtig coolen Ergebnis gekommen, weil wir uns dann halt gegenseitig da so geholfen haben. Und ja, ich fand das super. Also ich nehme Finde das ich ganz sehr witzig, gerne an. dass du gerade sagst, dein Digi hat dir beim Licht geholfen. Ja, ja, ist so. Ich habe ihn ja als Ja, Digi gebucht genau. sozusagen. Und Ja. er war dann so mein Allrounder. War dann aber auch dein Lichtassistent. War dann sozusagen. irgendwie auch, ja. Genau. Ja, es gibt, also ich habe auch schon in meiner Assistenz erlebt, dass es FotografInnen gibt, die da sehr empfindlich drauf reagieren. Also die zum Beispiel, wenn man vorschlägt, das Licht nochmal so vielleicht zu machen oder so, sich in ihrer eigenen Kompetenz angegriffen fühlen und deshalb das nicht wollen, dass man das macht. Mhm. Gibt's Ja, definitiv. verstehe ich, obwohl es ja immer nur ein Vorschlag ist. Und Das ist deine Ansicht, aber da ist eben jeder anders. Es gibt auch einfach KünstlerInnen, die sehr, sehr doll darauf pochen, dass sie als einzige am Set so gesehen werden als KünstlerInnen und deswegen auch sich nicht reinreden lassen wollen. Also ich hatte mal die Situation am Set, dass ich dem ersten Assistenten, also der sozusagen mitgereist ist mit der Fotografin, der ich assistiert habe. Warte mal, wie viele Es gab Assistenten 2 gibt's jetzt? Assistenten, also es gab die Fotografin, es gab den ersten Assistenten und es gab mich als zweiten Assistenten. Ich habe Digi gemacht, er hat Licht gemacht, er war aber auch so ein bisschen der Personal Assistant von der Fotografin. Das heißt, ich habe gar nicht so wirklich mit der Fotografin kommuniziert, sondern ich habe über den ersten Assistenten mit der Fotografin kommuniziert. Weil der Assistent, der erste, kannte sie, wusste, wie sie arbeitet, wusste auch, wie ihre Dateistruktur ist, wusste quasi alles, wie sie ihren Workflow hat. Sie wollte gar nicht mit mir reden. Also für sie war ich eigentlich irgendwie so ein Typ, der halt da in Berlin gerade ist. Sie kam aus London. Und dann gab es eine Situation, dass am Model irgendwas in der Klamotte nicht gepasst hat. Irgendwas war falsch. Das habe ich dem ersten Assistenten gesagt, weil ich das natürlich am Bildschirm gesehen habe, dass da was nicht richtig ist. Und das war kein kreativer Input, das war wirklich ein Fehler, den ich gesehen habe. Und das habe ich dem ersten Assistenten gesagt. Der hat es der Fotografin gesagt, in dem ruhigen Moment. War gar keine gute Idee. Weil sie sich sehr, sehr doll in ihrer künstlerischen Tätigkeit, was auch immer, angegriffen gefühlt habe. Ich dachte mir am Ende auch so, chill mal, so, Ja. alles Ja, cool, ich ich habe es nur gut finde das gemeint. schade, weil Super schade, ich aber mir, gibt's ja. genau, man könnte ja auch reagieren und sagen, hey, vielen, vielen Dank für den Ja. Hinweis. Ich wollte Ja. das genauso fotografieren. Ja.
aber am Ende ist es vielleicht wirklich ein Fehler und sie denkt sich, warum hat mir das keiner von meinen Ja, 2 Assistentinnen gesagt? genau. Und es Also, gibt beide Seiten. Ich hatte auch ganz früher in meinen Anfängen Situationen mit Fotografen, die einfach ja, Angst hatten davor, dass AssistentInnen oder in dem Fall ich, Assistent, mehr wissen als sie selbst. Und deshalb umso mehr Autorität zeigen wollten, um zu zeigen, ich bin der Chef, die Chefin am Set, ich habe hier das Sagen. Das ist für mich so ein bisschen so ein persönliches, menschliches Problem, was die Person dann hat, anstelle eines professionellen Problems, weil wenn man es professionell sieht und in einem beruflichen Kontext ist es ja nichts, was ich irgendwie böse meine, sondern ich will wirklich nur das Beste für das Ergebnis, auch als Assistent. ja. Aber das ist eine menschliche Sache. So. Deswegen, ja, als du das gerade gesagt hast mit kreativer Input, da gibt es tatsächlich Unterschiede, aber in der Regel ist es so, wie du auch schon gesagt hast, man arbeitet mit seinen Assistenten als Team. Das sollte auch so sein. Man sollte da nicht irgendwie Konkurrenzgedanken haben oder Missgunst oder was auch immer, sondern man sollte sich unterstützen, man sollte sich Tipps geben in beide Richtungen. Man sollte sich nicht anschreien oder schlecht behandeln. Gibt's alles. Erstmal schön streiten am Choleriker, Set, ja, gibt's alles. Habe ich alles schon erlebt. Ich habe auch schon Assistenten vom Set gehen sehen. Oha. Während der Produktion ist es einfach alles, es kann alles passieren so. Mhm. Aber der Best Case ist natürlich, man arbeitet als Team und klatscht sich danach in die Hände und freut sich. So. Und nochmal Thema von wegen, vielleicht hat der Fotograf oder die Fotografin Angst, dass der Digi mehr weiß als man selber, obwohl das ja eigentlich Best Case ist. Richtig, ja. Also ich möchte auch so viel wissen wie möglich am Set, damit das Genau. bestmögliche Endprodukt entsteht. Ja. Und ja, natürlich verstehe ich auch, dass das mitunter nicht für jeden einfach sein kann, dann auch vielleicht zu akzeptieren, ich habe nicht die richtige Entscheidung getroffen oder vielleicht ist der Bildausschnitt, den ich gewählt habe, nicht der, den jemand anderes genommen hätte. Aber trotzdem, so man lernt nie aus. Also Genau, also auch andersrum, auch Assistenten sollten sich im Klaren sein, dass sie nicht Fotografen sind am Set und jetzt nicht dem Fotografen vorschlagen, wie er das Bild zu gestalten hat. So, auch das sollte nicht passieren, aber ich habe jetzt gerade an andere Berufe am Set gedacht, wie zum Beispiel Haare, Make-up, wie zum Beispiel Styling. Ein Fotograf, eine Fotografin fühlt sich ja auch nicht unterwandert von einer Stylistin, die eben viel besser weiß, wie man den Menschen stylt. Und so sollte es auch bei Assistenten sein, weil ein Digi-Operator und ein Lichttechniker, Lichtassistent, wie auch immer man es nennen möchte heutzutage, können in der Regel mehr in ihrem Department als die Fotografin, der Fotograf. Dafür gibt es ja die Berufe. Ja. Sonst kann ja der Fotograf auch einfach alles selbst entscheiden. Aber es gibt eben ein guter Beleuchter, ein guter Digi kann in der Regel technisch, fachlich mehr als die Fotografin, der Fotograf. Genau, aber zum Beispiel jetzt in deinem Aspekt, wenn du selber lange Digi warst, Ja. warst du bestimmt auch schon an Sets, wo du mehr wusstest durch deine Digi-Erfahrung als der Digi, den du gerade vor Ort hast. Was auch okay ist. Denn du kannst es nicht alles selber machen. Genau. Du brauchst Leute, die dich unterstützen. Und dann ist es teilweise auch okay, wenn der Digi vielleicht nicht ganz so viel Ahnung hat wie du, was wahrscheinlich auch schwierig ist bei dir. Aber er hält dir nun mal den Rücken frei. Und das kannst du schlecht als einzelne Person genauso auch machen. Ja, also ich würde mir tatsächlich immer wünschen, dass mein Digi mehr weiß als ich. Und ich würde mir auch eigentlich immer wünschen, dass mein Lichtassistent mehr weiß als ich. Aber du weißt in alles. dem Bereich. Nee, aber ich habe natürlich auch nicht immer die Top-Leute am Set. Also es gibt auch Jobs, wo vielleicht mal ein weniger Budget da ist oder meine 3 besten Assistenten, die für mich, die ich immer buche, nicht verfügbar sind oder ich auch einen gestellt bekomme von der Produktion. Und da habe ich auch schon erlebt, dass halt dann Assistenten am Set sind, die halt noch nicht so erfahren sind vielleicht, denen man auch selbst noch vielleicht was erklären muss, die vielleicht ihren ersten Job haben oder sowas. Das kann ja alles passieren. Aber da ist der Riesenvorteil, den ich habe oder den ich bei mir sehe, dass ich auch mal in dieser Situation war.
und dass ich mir niemals rausnehmen würde, dass wenn jemand mal einen Fehler macht und ich weiß, das ist jetzt kein Fehler, den die Person gemacht hat, weil sie so faul ist oder irgendwie, sondern einfach ein Fehler, der passiert manchmal, dass ich das nicht auf die Person beziehe, sondern einfach darauf, dass sie vielleicht noch nicht so erfahren ist und so weiter und deswegen damit sehr gut umgehen kann und jetzt nicht anfange, am Set rumzuschreien deswegen. So. Und das ist sehe ich immer wieder, ein Riesenvorteil, wenn man assistiert hat. Man weiß, wo hört die Verantwortung des Assistenten oder der Assistentin auf, wo fängt sie an und ich kann jetzt nicht meinen Assistenten dafür verantwortlich machen, dass das Wetter schlecht ist, so, weil ich eben das alles selbst schon durchgemacht habe und deshalb auch ganz gut verstehe, wie ein Assistent arbeitet oder eine Assistentin arbeitet und weiß, wann ich den Assistenten, die Assistentin verantwortlich machen kann und wann nicht. So. Und das ist oft, auch in meiner Assistenzkarriere, damals passiert, dass FotografInnen diese Grenze nicht sehen, sondern sie denken, Assistent ist für alles verantwortlich und muss für alles verantwortlich gemacht werden. Auch wenn ich gerade als Fotografin einen schlechten Job mache, ist der Assistent schuld, weil er vielleicht schlechtes Licht gebaut hat oder sowas. Und das ist nicht schön. So. Ja. Und das sehe ich immer bei vielen, die assistiert haben, Kollegen, Kolleginnen, dass sie das besser können, dass sie harmonischer mit ihren AssistentInnen umgehen und ein besseres Verhältnis haben als manche FotografInnen, die nie assistiert haben und diesen Beruf gar nicht kennen. Weil man eben sich nicht also ich vergleiche es immer so ein bisschen wie jemand, der irgendwie im Vorstand sitzt und eben auch sich hochgearbeitet hat, sage ich mal. Ja. Und jemand, der direkt vom Studium in den Vorstand kam. Ja. Die Person kann eben nicht verstehen, was darunter alles passiert und was die Firmenstruktur ist und drunter und wie die Verantwortlichkeiten sind. Und das hört man ja immer wieder, dass eben dann diese Menschen, die das alles durchgemacht haben und die diesen Weg gegangen sind, das viel besser verstehen und vielleicht auch ihre Mitarbeiter besser verstehen. Und so sehe ich das auch mit der Assistenz und der Fotografie. So, oder Fotograf und Assistent-Verhältnis. So. Also, es gibt jetzt die Fotoassistenz, es gibt den Digi oder die Digi und Beleuchter oder Beleuchterin. Ja. 3 verschiedene Berufe, die mitunter irgendwie auch verschwimmen können. Aber wenn wir das jetzt einmal trennen möchten, was sind die wichtigsten Kernpunkte jedes Assistenten? Fass jetzt einfach mal kurz so zusammen. Ja, also Fotoassistent ist so der Überbegriff, den kennt jeder so ein bisschen. Das würde ich sagen, ist so das, was viele ganz am Anfang machen. Also aushelfen bei Shootings, mithelfen, auch Produktionen mithelfen. Also Kaffee kochen, Essen bestellen, Aufheller halten, mal eine Lampe aufbauen, mal ein Stativ aufbauen. Und das ist auch wichtig. Das sind einfach die Anfänge, vergessen. So fängt jeder an. Man kann als junger Mensch noch nicht die crazy Sets machen. Man hat einfach die Erfahrung noch nicht. Man sollte auch das nicht machen, weil es wird schief gehen. So. Wenn man zu schnell zu viel Verantwortung bekommt, kann es passieren, dass es schief geht. Deswegen fangen viele junge Leute an zu assistieren, fangen mit kleinen Jobs an, fangen an, Freunden zu helfen, fangen an, für wenig Geld auch erstmal auszuhelfen, wo man auch die Verantwortung noch nicht braucht und das aber auch gut ist, weil man da die Erfahrung sammeln kann. Wie viel Budget ist da so in deiner Erfahrung? Also ich habe damals angefangen mit 2021 mit 150 € am Tag. Das war so Standard. Mittlerweile würde ich sagen, man kann immer noch mit 150 € starten, aber so ganz junge Assistenten, die gerade wirklich ganz am Anfang sind, würde ich sagen, so 250, 300 € können die einsteigen. Für 8 bis 10 Stunden? Für einen Produktionstag, das ist in der Regel 10 Stunden. Genau. Overtime können wir später noch zukommen. Wenn man dann ein bisschen mehr Erfahrung hat und in dem viel sicherer ist, was man tut, also eine Kamera beherrscht, also wirklich beherrscht, jede Kamera nicht nur eine Marke, sondern nicht nur eine Marke, die Kamera in der Hand hat, auch mal weiß, wie man ein Problem googeln kann, schnell am Set, wie man Probleme löst. Du musst wissen, wie du googeln kannst. Also technisches Verständnis für das, was man tut, Kamera, Licht, auch nicht nur das eine Lichtsystem und nicht nur das Elinchrom, was man schon irgendwie zu Hause hat, sondern wirklich
verschiedenste Lichtsysteme, verschiedene Lichtformer. Wie baue ich die auf? Wie baue ich die ab? Wie wechsle ich eine Birne aus an der Lampe? Wie funktioniert eine ARRI? Und so weiter und so weiter. Digital und analog? Oder ist das nicht so Man wichtig? kommt mit digital sehr weit. Es Mhm. gibt ein paar Digis, die auch analog können, wird aber in der Regel vor dem Shooting geklärt. Also Ja. wenn ein Fotograf analog fotografiert, dann fragt er in der Regel auch den Assistenten so an, kannst Den du auch Digi. analog? Ja, den Den Digi. Digi, Ja. genau, oder halt den Assistenten Okay. allgemein, wenn man es Ja. allgemein spricht, kannst du auch analog. Und dann Mhm. gibt's auch ein paar, die sagen ja, und gibt ein paar, die sagen, kann ich nicht. Und dann ist es halt nicht der Job dafür, aber immer weniger, weil analog halt auch nicht mehr so oft gemacht wird, aber wird in der Regel extra erwähnt. Mhm. Dann ist man Fotoassistent und dann spezialisiert man sich irgendwann. Manche machen beides, manche machen Licht und Digi, Mhm. manche merken, ich mache lieber den Computerpart, dann bin ich eher Digi. Manche merken, mir macht Licht viel mehr Spaß, dann werden sie Lichtassistenten oder Lichttechniker, nennt man es heutzutage, oder Beleuchter. Und wenn man da angekommen ist, ich würde sagen, so nach 2, 3, 4 Jahren, also es ist auch nicht in einem halben Jahr, sondern es dauert wirklich, man braucht Erfahrung, man braucht diese Erfahrung. Dann kann man auch von Tagessätzen, aktuell sind es, glaube ich, um die 500 Euro sprechen, dann kann man auch Overtime, aber das ist auch schon ein Punkt, wo man sich sehr gut einschätzen kann selber und auch sollte, wie viel man wert ist am Tag. Und ja, also gute Digis und gute Lichttechniker verdienen um die 500 bis 600, vielleicht sogar mehr Euro am Tag und können davon leben und können davon auch nicht schlecht leben, können auch in Urlaub fahren davon und viele machen das mittlerweile auch als wirklich Beruf. Also Mhm. es ist nicht mehr nur ein Sprungbrett zum Fotografen, zur Fotografin, sondern es ist auch ein Beruf geworden durch die Spezialisierung, dass man nicht nur noch Fotoassistent ist und ein bisschen hilft, sondern wirklich durch die Digitalisierung der Digi-Op oder Digitech ein richtiger Beruf geworden ist, der auch sehr viel Skills und sehr viel Verantwortung beinhaltet und Licht genauso wie beim Film auch die Beleuchter und die Oberbeleuchter ein sehr wichtiger Job geworden ist und auch oft die Kompetenz der Fotografen übersteigt, weil zum Beispiel Fotografen immer mit dem gleichen Lichtsetup fotografieren. Dann können sie das wahrscheinlich perfekt, aber wenn dann eben es darum geht, ein neues oder eine andere Situation oder was auch immer, dann ist natürlich die Kompetenz von einem Beleuchter, der jeden Tag an anderen Sets steht und jeden Tag neue Lichtsituationen baut, Gold wert. So. Und Mhm. deswegen braucht man die Leute dann eben. Ja, Ja. da sehe ich mich absolut. Ich kann mit meinem Equipment sehr gut umgehen, mit meiner Ja. Lichttechnik sehr gut umgehen. Ja. Aber würde ich das jetzt switchen, müsste ich mich wirklich erstmal reinarbeiten. Genau. Und Also dann bist du froh, jemanden zu haben, der das schon alles kann. voll. Ja. Jetzt ist ja eigentlich das, was mich am meisten interessiert, wie werde ich jetzt Assistent, Digi, Beleuchter? Kann ich da ein Studium machen? Kann ich da eine Ausbildung machen? Muss ich da autodidaktisch vorgehen? Ich muss gestehen, dass ich gar nicht weiß, ob man Beleuchter auch studieren kann. Also Ich beim weiß es auch Film. nicht. Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass man Beleuchter studieren kann, Oberbeleuchter, in einer Filmschule, in einer Filmhochschule oder einer Filmuni. Die meisten oder fast alle, die AssistentInnen werden, fangen eben ganz klein an und arbeiten sich hoch. Das ist ja wirklich der einzige Weg. Ja, So, schreiben Leute aus der Fotobubble an, ja. sagen, hey, ich habe gar keine Erfahrung, ich möchte welche Ja. sammeln. Also man muss schon fotointeressiert sein, man muss mit dieser Thematik Fotografie schon ein bisschen Grundlagen haben, vertraut sein, man muss Interesse haben, das ist das Wichtigste, weil kein Informatiker der Welt wird einfach mal schnell Digi, weil er halt gut mit Computern ist. Man muss trotzdem Fotografie verstehen, man muss Fotografie interessiert sein und es bringt dir gar nichts, wenn du ein krasser Coder bist oder Informatiker, wenn du aber nicht dich mit dem Thema Fotografie gerne beschäftigst, weil das eben dich täglich umgibt, sozusagen. Wenn das der Fall ist, wenn man Foto interessiert ist und Technik interessiert, dann sind das zwei sehr, sehr gute Voraussetzungen, um Assistentin zu werden. Und dann fängt man eben an,
sich mit Freunden, die vielleicht auch sich für Fotografie begeistern, zu treffen, zusammen Shootings zu machen, sich gegenseitig auszuhelfen. So hat es bei mir angefangen, dass man sich eben mit seinen Freunden, die man hat, die auch fotografieren, gegenseitig aushilft. Also ich mache ein Shooting, hilft mir meine Freundin macht ein Shooting, ich helfe ihr. So fängt das wirklich ganz, ganz weit unten an. Und bei mir war das damals Praktikum. Ich habe ein halbes Jahr Praktikum gemacht und dann mich selbstständig als Assistent gemacht. Muss aber auch dazu sagen, dass ich nach einem halben Jahr noch wirklich, wirklich ganz weit am Anfang war und eigentlich noch nicht so richtig ready für den Markt als Assistent und auch mich in sehr viele Situationen begeben habe, wo ich fake it till you make it Glück hatte, dass ich das gepackt habe. Da am kommt man Anfang. aber, glaube ich, nicht drum rum. Dass man in Nee, Situationen nee, kommt, wo man sich denkt, huch, das habe ich so noch nicht gehabt, genau. aber Ja. irgendwie werde ich es schaffen. Ja. Also ich sage immer allen, mit denen ich so zu tun habe, die noch am Anfang sind, Praktikanten hier im Studio, meine Praktikanten, meine Assistenten, wenn du was nicht weißt, dann saugst du ja halt auf. Also dann Google, dann guck YouTube-Videos, dann beschäftige dich. Wenn du eine Kamera nicht verstehst, dann nimm die in die Hand und klick mal durch das Menü durch. Wenn du das eben nicht machst, dann wirst du es auch nie lernen. Und bei uns war damals, oder viele meiner Kolleginnen und Kolleginnen, die damals assistiert haben, mit denen ich auch zusammen assistiert habe, wir haben uns halt dann bei den Fotorents angemeldet, haben da angerufen und haben gesagt, hey, darf ich mal vorbeikommen und den Priseschirm aufbauen? Und das erlauben die auch. Also da Ah, sind ja, die auch cool. offen für. Also wenn man am Anfang ist und wirklich was lernen möchte, also man kann da jetzt nicht hingehen und sagen, zeig mir das mal, aber man kann Mhm. hingehen und sagen, hey, darf ich mir das mal angucken? Darf ich das mal testweise aufbauen? Ich habe das noch nie gemacht. Das ist alles, da sind die auch sehr cool und sehr hilfsbereit. Ich glaube sogar, dass es kein Problem wäre, wenn man sich mal eine Kamera angucken möchte oder sowas. Mhm. Man kann natürlich auch in den Fotoladen gehen und sich Kameras angucken, aber da fühlt sich das immer so ein bisschen so an, als ob man das dann auch kaufen muss. Genau, genau. Und natürlich gibt es auch nicht in jedem Fotoladen eine Phase One oder eine Fuji GFX oder sowas, Mhm. die dann irgendwie 10.000 Euro kosten. Da würde ich dann eher an die Rents gehen. Und da sind die auch sehr interessiert daran, dir das auch einmal kurz in die Hand zu geben, weil die wollen ja auch, dass du mit dem Equipment, das sie dir eventuell irgendwann ausleihen, auch gut umgehen kannst und auch pfleglich umgehen kannst und Genau. nichts kaputt machst oder sowas. Ich finde, so kann man das auch gut kommunizieren. Entweder anrufen, eine Mail schreiben und sagen, hey, ich würde gerne Digi werden, ich brauche noch ein bisschen Übung im Thema XYZ und kann mir vorstellen, dass ich in Zukunft diese Sachen bei euch ausleihen kann, wenn ich es besser verstehe. Und wenn ich dann so einen Verleih hätte, würde ich mir auch denken, klar, komm vorbei. Und ich glaube, ich hätte auch kein Problem damit, da dann selber ein bisschen drüber zu gucken, aber Ja, also es ist jetzt nicht eine Free School so, also man muss Mhm. schon so ein bisschen sich irgendwie damit beschäftigen selbst und auch jetzt nicht erwarten, dass da jemand dir eine Stunde eine Kamera erklärt, aber das Equipment ist dort in den Rents und man kann die wirklich auch, wenn man nett ist und fragt, auch dazu bringen, dass man das auch mal probieren darf. ja. Das ist auf jeden Fall ein super Punkt, vor allem am Anfang. Es gibt natürlich auch viele Assistentinnen und Assistentinnen, die schon in Fotorents gearbeitet haben oder in Fotoläden auch gearbeitet haben. Da bringt man natürlich dann auch schon ein gewisses Knowledge an Equipment-Erfahrung mit, was natürlich immer hilft. Ansonsten halt am Set immer alles Mögliche mitnehmen und ich habe mir damals immer Lichtsetups notiert auf dem Blog, wie ist das aufgebaut, wie sieht das Bild aus, habe mir dann geheimlich das Bild von dem Fotografen auf meine Festplatte kopiert, um dann das Referenzbild zu dem Lichtsetup zu haben, was ich gebaut habe oder was ich Ah, gesehen cool. habe Mhm. und so halt irgendwie gelernt, wie Licht funktioniert. Mm, Und ja, aber sehr, sehr viel Interesse. Es gehört einfach sehr viel Selbstinteresse dazu. Ja. Wenn man nicht Technik interessiert ist, dann ist der Beruf des Assistenten, der Assistentin vielleicht nicht der richtige. Ganz sicher nicht der Richtige. Ja. Ja. Also da, Man kann es wahrscheinlich machen und man kann sich da auch irgendwie durchmogeln, aber die richtig guten Leute, die wirklich 10, 15, 20 Tage im Monat arbeiten und wirklich auch Kohle damit verdienen, die sind alle Technik interessiert und finden das auch irgendwie nice, dann sich mal abends noch irgendwie ein YouTube-Video reinzuziehen, weil sie es total interessiert, wie der neue Blitz von Profoto jetzt funktioniert oder sowas. Und wenn man das nicht hat, dann wird man irgendwann stehen bleiben. ja. Obwohl es auch okay ist, wenn man das nicht hat, dafür aber besonders kreativ, besonders gut mit seinem Equipment umgehen kann, dann bucht man sich nochmal den Dann Digi ist man aber dazu. eine Fotografin oder ein Ja, Fotograf und keine Assistentin. genau, Ja. genau.
Obwohl ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die auch im Herzen nerdig sind, sag ich jetzt mal. Und ich habe früher auch ziemlich viele YouTube-Videos geguckt. Du auch, oder? Ohne Ende. Also Ja. als ich meine erste richtige Kamera gekauft habe, ich Freies habe mir Wissen. so viele Videos angeguckt. Ja. Also ganz YouTube. Man kann Ja. zu allem, zu jedem Equipment, Stück, Teil ein Video finden. Und wenn Ja. das Gebrauchsanleitungsvideo auf der Webseite des Produkts ist, Hm. also komplett, Internet ist freies Wissen. Man muss Hm. es nur googeln und nutzen. Gut So, filtern. ja, Und genau. es macht natürlich trotzdem einen Unterschied, ob ich dann die Kamera wirklich mal in der Hand habe. Finde ich auch wichtig, weil erst wenn man es dann wirklich mal selber einstellt, selber Fotos macht, dann Ja, bleibt das Wissen auch wirklich hängen. ja, Deswegen nicht nur auf diese Videos verlassen, aber klar sind sie ein super Start, um überhaupt einen Überblick zu bekommen. ja. Also das nicht unterschätzen. Also ich habe damals so ganz oft, ich habe zu einer Zeit assistiert, wo ich habe angefangen, da war die 5D Mark II der neueste Schrei. Wie lange ist das her? Schon sehr lange. 10 Jahre ungefähr ist das her. Und dann kam ja immer wieder, es kommen ja immer wieder neue Kameras raus. Und wenn ich dann ein Shooting hatte und der Fotograf, die Fotografin mir eine Mail geschrieben hat mit, ich benutze diese Kamera, ich benutze das, und ich hatte die noch nie benutzt, die Kamera, habe ich mir halt ein YouTube-Video darüber reingezogen und oder Kumpels gefragt, die die Kamera hatten und gesagt, kann ich mal ausprobieren, kann ich mal gucken, kann ich mal einen Tag testen. Ja, und da lernt man natürlich schon viel und kann sich ein bisschen darauf vorbereiten. Ich hätte mich nie getraut, komplett unwissend auf ein Shooting zu gehen und nicht wenigstens mal mir einen Testbericht über eine Kamera anzugucken oder sowas. Ist ja auch gut so, ja. weil sonst kann es Ja. halt echt blöd enden. Ne? Mein Vorteil war halt immer, dass ich aus der Informatik komme und deshalb sehr großes Informatik-Computerwissen schon mitgebracht habe, was mir halt natürlich sehr, sehr viel weiterhilft in dem Bereich Digi und auch ein bisschen Licht. So, logisches Verständnis. Licht ist ja am Ende auch nur Logik. Ja. So. Und wenn man dann, sage ich mal jetzt, ich teile das immer so ein bisschen in Junior- und Senior-Assistent auf. Also Junior ist so ein bisschen die Jungen, die noch am Anfang sind, denen man auch noch nicht alles zumuten kann und auch nicht sollte, die aber auch vielleicht ein bisschen weniger verdienen, einen kleineren Tagessatz haben. Dann gibt es die Seniors, das sind halt die kann man auf jeden Job schicken, denen kann man auch alles zumuten, auch persönlich, also auch natürlich die persönliche Kompetenz und die soziale Kompetenz ist ein Riesenthema bei Assistenten. Man sollte sich im Klaren sein, dass man als Assistentin am Set sich zurücknehmen muss und Dienstleistung und Dienstleisterin ist und nicht die Assistenz kein Werkzeug sein sollte, um möglichst viele Connections am Set zu machen, um möglichst viele Kunden vielleicht zu überzeugen, was man denn selbst für ein toller Fotograf oder Fotografin ist. Sehr guter Das Punkt. ist ganz, ganz fatal, wird gar nicht gerne gesehen von Fotografinnen. Ja, finde ich auch richtig. Also es gehört sich einfach nicht. Ja, hat halt was mit Anstand und auch Respekt des Jobs gegenüber zu tun. Und ich merke auch immer wieder, dass wenn AssistentInnen sich dem bewusst sind, dass sie jetzt gerade nicht FotografInnen sind, sondern Assistent am Set, dass sie mehr Erfolg haben auch. Also, dass sie öfter gebucht werden, dass Menschen das auch wirklich wahrnehmen, dass man sich nicht irgendwie selbst vermarkten möchte am Set, sondern dass man wirklich dazu da ist, um den Fotografen den Rücken zu stärken. Und das nimmt jeder wahr am Set. Und vor allem die Fotografen und Fotografinnen. Und die buchen dich dann auch immer wieder. So, und das ist Gold wert. So. Ja. Und andersrum, wenn du als Assistentin, Assistent immer große Klappe hast, immer irgendwie am Meckern bist. Oder es als deine Bühne ansiehst. Oder als deine Bühne ansiehst, dann wirst du ganz schnell weniger Jobs und auch irgendwann keine Jobs mehr haben, weil es eben nicht die Bühne dafür ist. So. Und dann gibt es eben die Assistenten. Das ist auch ganz interessant, dass man dann immer noch Assistent sagt. Das ist halt, in Deutschland gibt es nicht so richtig ein Wort dafür, weil der Begriff Assistentin mittlerweile eigentlich ein bisschen überholt ist, weil wenn man dann Senior ist, dann ist man auch eigentlich kein Assistentin mehr, dann ist man eigentlich Spezialist in dem, was man macht. Und das bedeutet dann auch eben die Berufsbezeichnung Digi-Operator oder Digi-Tech heutzutage oder Lichttechniker oder BeleuchterInnen. Und dann ist es nun mal auch keine
Assistentenrolle mehr, wo man assistiert, sondern man wirklich einfach ans Set kommt und genau weiß, wo fängt mein Aufgabenbereich an und wo hört mein Aufgabenbereich auf. Und auch außerhalb dieses Aufgabenbereichs man nichts tun muss. Da muss man auch keinen Kaffee kochen mehr, dann muss man auch kein Wasser holen mehr. Das ist dann ein netter Gefallen, den man tut, aber man muss es nicht mehr tun, weil es eben nicht mehr in deinen Verantwortungsbereich zählt, sozusagen. Das ist am Anfang anders. Da sollte man noch ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal, helfende Hand für alles sein. Aber irgendwann ist es auch vorbei. Und dann wird Ja, man auch so als Spezialist angesehen am Set. völlig zu Recht. Ja. Ja, okay. Hast du ja auch so am Set, wenn du einen Job hast. Du hast ja auch schon Jobs gemacht mit AssistentInnen. Natürlich kommt es auch auf den Fotograf, die Fotografin an, wie man da persönlich zu steht. Gibt natürlich auch Fotografinnen, die nicht so soziale Fähigkeiten haben, die man vielleicht auch mitbringen sollte, auch als Fotografin. Aber in der Regel ist das immer ein sehr gutes Zusammenarbeiten und sich gegenseitig aushelfen, ja. Ja, ist natürlich nicht immer das Budget da, aber wenn es da ist, dann ergibt es absolut Sinn. Ja. Ja. Würdest du sagen, wenn man jetzt Fotograf oder Fotografin ist und noch nie mit einem Assistenten oder einem Digi zusammengearbeitet hat, dass man da vielleicht auch mal ein freies Projekt planen kann und vielleicht auch ein Digi dazu buchen kann? Frei anfragen macht man eigentlich nicht, ne? Dann schon, Frei anfangen im Sinne von ohne Geld zu bezahlen? wenn man es mal ausprobieren will. Nee. Macht man nicht, ne? Schon dafür dann einfach Budget einplanen und das als Investition für die Zukunft sehen. Wenn man das merkt, man braucht es und es ist aber ein freies Projekt und ich kann der Person, die mir da hilft, dadurch auch einen Mehrwert verschaffen, indem ich vielleicht jemanden frage, die noch am Anfang ist und die noch Erfahrung braucht und die das vielleicht mit Handkuss nehmen würde, so ein freies Projekt, und um zu üben, um zu lernen, dann ist es völlig legitim zu sagen, auch ohne Geld zu arbeiten, weil eben die Person einen Mehrwert davon hat. Wenn man aber davon ausgeht, dass man einen Spezialisten jetzt bucht, nur für sein freies Projekt, dass man irgendwie weniger Arbeit hat, dann sollte man nicht auf die Idee kommen, einen Top-Assistenten zu fragen, ob er sie umsonst für einen arbeiten kann. Weil das ist dann Ausnutzen. Ja, voll. Aber es ergibt vielleicht schon Sinn, zu sagen, ich würde das sehr gerne mal ausprobieren. So, vielleicht ist das wirklich was ich in Zukunft dann in Betracht ziehe, mir viel Arbeit abnimmt, meine Fotoshootings sogar noch besser macht, dass man dann mal ein freies Projekt plant, den Digi bezahlt und so für sich rausfindet, kann ich so gut arbeiten. Ja, absolut. Ich glaube, oft ist es so, dass das natürlich wächst, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, automatisch, wo man Jobs hat, wo man Assistenten dazu buchen muss. Und dann dieses ich buche einen Assistenten, Assistentin dazu, rein chronologisch sozusagen passiert mit der Zeit, dass die Jobs größer werden, dass man irgendwann merkt, es geht nicht mehr ohne, dass man auch in diese Rolle des Fotografen, der einen Assistenten bucht, reinwächst. Auch als Fotografin muss man da ja irgendwie reinwachsen, zu Menschen zu sagen, was sie tun müssen, Chef am Set zu sein. Also diese ganzen, das ist ja auch eine Art Mitarbeiterführung, die man dann da lernen muss, auch als Fotografin. Das kann ja auch nicht jeder von Grund auf. Man muss es ja auch als Fotografin lernen. Wie alles. Genau, also man kann auch nicht einfach nur sagen, ich buche mir jetzt einen Digi und dann ist das Thema weg. Man muss ja trotzdem kommunizieren mit der Person, man muss irgendwie auch sagen, was man möchte und so weiter und wie man sich das vorstellt. Und da wächst man halt rein mit der Zeit. So. Ja, voll. Aber ja, auf jeden Fall. Also wenn man da irgendwie an einem Punkt ist, wo man merkt, ist irgendwie alles immer so viel und ich könnte vielleicht auch Unterstützung mal gebrauchen, dann kann man sich das entweder überlegen, wie gesagt, ob man jemanden bezahlt und dazu bucht oder ob man einen willigen Assistenten, Assistentin kennt, die das vielleicht als Chance sehen, um was zu lernen. Und dann ist es auch Kamera, okay. die Person unbedingt mal testen will und so Genau, weiter. ja. Das wäre natürlich super. Ja. Aber ja, ich habe auf jeden Fall bei den Fotoshootings, wo ich jetzt einen Assistenten oder einen Digi hatte, es wäre nicht ohne gegangen. Also das waren wirklich dann Größenordnungen, wo ich schon wusste, also wenn ich das jetzt nicht einplane, dann habe ich auf jeden Fall ein Problem. Ja. Zumal der Kunde bei diesen Shootings auch mit vor Ort war. Und wenn das passiert, es wahnsinnig gut ist, man hat
einen Computer da stehen, wo man sofort die Bilder zeigen Ja, kann und sofort diese Resultate abgenickt bekommt. ja. Ja, also das stimmt. Irgendwann ist eine Größenordnung erreicht und das merke ich auch selber gerade bei mir. Dann musst du jemanden buchen. Ja, also es geht bis zu einem gewissen Punkt, dass man sich irgendwo das Laptop in die Ecke stellt, ein langes Kabel daran steckt und dann fotografiert. Aber also im Bereich Computer, sobald da Kunden stehen oder Agenturleute, die auch mal Bilder sehen wollen und die auch mal einen Look sehen wollen oder irgendwas durchgeklickt haben wollen oder bewerten möchten, kann man eben nicht sich zweiteilen und am Computer stehen und gleichzeitig fotografieren. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn am Computer jemand steht, der das dann übernehmen kann oder die das dann übernehmen kann. Und genauso mit Licht, wenn man eben einen straffen Zeitplan hat und morgens um 9 das losgehen muss und man aber nur eine Stunde hat und in dieser Stunde mit den Kunden reden muss, mit den Agenturmenschen reden muss, mit Models reden muss, über Make-up reden muss, über Styling reden muss, dann noch Licht aufbauen muss und die Kamera, das schafft man eben nicht alles alleine. Und dann jemanden hat, wie ein Lichtassistenten, eine Beleuchterin, die dann in dieser Stunde das Licht aufbauen, weil es eben ein großer Lichtaufbau ist, dann ist es genau das, warum man jemanden am Set noch braucht zusätzlich. Ja. Ja. Thema Equipment. Ja, Endlich, wollte ich schon ganz am Anfang wissen. Genau, was braucht ein Digi, Assistent, Beleuchter, Beleuchterin? Gibt es Dinge, die die Person selber haben muss? Was bucht man dazu? Welche Ausmaße können da entstehen? also grundsätzlich braucht ein Assistent gar nichts. Super. Also Das erstmal ist eine gute jetzt Voraussetzung. ganz simpel gesagt, in der Theorie braucht man nichts. Ich würde jedem Assistenten, Assistentin empfehlen, eine kleine Tasche zu haben, Assistententasche mit den Basics, Cuttermesser, Handschuhe, Tape, Kabelbinder, Klammern. Klammern, ein paar Gummis zum Spannen von irgendwelchen Sachen, ein paar Spanngurte, ein Edding, solche Sachen, also ein Maßband. Also einfach wie so ein kleines Handwerkertäschchen, wo man so die Essentials drin hat, wo man auf die alltäglichsten Situationen reagieren kann, wie so eine kleine Hausmeistertasche. So. Kann man auch als Fotografin dabei haben. Auch als Fotografin immer hilfreich. Das ist was man als Minimum haben sollte, um diesen Weg zu starten. So. Wenn es dann um Equipment geht, kann man sehr, sehr gut ohne eigenes Equipment arbeiten, aber es entwickelt sich immer mehr in der Richtung, dass vor allem die erfahreneren Leute sich im Bereich Digi ein eigenes Laptop anschaffen, eine Workstation, wie man das so schön nennt, also ein Stativ mit einer Platte, wo man das Laptop draufstellt, eigene Kabel, Kartenleser, eine Festplatte für Backups, eine zumindest. Solche Dinge sind so Essentials, die man auf jeden Fall gut haben kann als Digi, die man auch am Set mitvermieten kann, also man auch dann damit noch Geld verdienen kann, etwas mehr. Als Lichttechniker, Beleuchterin haben die wenigsten im Fotobereich eigenes Equipment, weil es auch immer noch sehr teuer ist. Und die Licht-Setups oft so groß und so unterschiedlich sind von Shoot zu Shoot, dass man sich nicht nur 2 Lampen kaufen kann und mit denen alles machen kann. Also man schon relativ viel braucht, um auf jede Situation reagieren zu können. Und deswegen gibt es eben Fotorents in den großen Städten, in den größeren Städten. München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Leipzig gibt es vielleicht auch einen. So die größten Städte in der Regel in den Bundesländern haben Fotorents, wo in der Regel alles gibt, also von dem kleinen Stativ bis hin zum großen Arri-Lampe, die man sich dann leihen kann. Ein guter Beleuchterassistent macht auch eine Lichtliste vor dem Shooting, also überlegt sich, was brauche ich für Lampen, was brauche ich für Licht, was brauche ich für Stative, was brauche ich für Grip, also Klammern, Schrauben, Klemmen, alles Mögliche. Das ist dann die Erfahrung und das kann man sich dann alles dazu mieten und dafür gibt es in der Regel dann auch Budget von der Produktion. Es gibt aber auch schon, habe ich auch jetzt schon gesehen, ein paar Lichtassistenten, die sich anfangen, eigenes Equipment anzuschaffen und das dann auch mitzuvermieten.
Aber bei Licht braucht man dann auch ganz schnell nochmal einen Bus und einen Transporter, den man dann auch irgendwie haben muss. Und deswegen gibt es im Bereich Lichtassistenz noch eher, ich würde jetzt mal sagen, 95%, die sich das alles im Rent dazu mieten. Ja, verstehe ich voll. Ja. Also wahrscheinlich, wenn man merkt, ich brauche den Arri-Strahler zu 99% bei fast jedem Shoot, ja, dann Ja. irgendwann lohnt sich das schon, darüber nachzudenken. Aber in der Regel, also das sind ja wirklich Preise. Halleluja. Dann vorher gut kalkulieren und Ja, es hat sich ein bisschen geändert. Durch LED-Technik sind die Preise auch bei Lichtequipment kleiner geworden, auch weil China da sehr viel tut für, dass sie da auf den Markt kommen. Früher war pro Foto die Marke Prise. Da hat ein Generator gleich mal 10.000 Euro gekostet, einer. Ja. Und man brauchte aber 5 am Set, so doof gesagt. Und das kann sich natürlich oder konnte sich keiner leisten. So, deswegen gab es dann die Fotorents, die das dann vermietet haben. Ja. Und so ist es auch zum großen Teil immer noch heute, dass einfach Fotorents alles haben, was man braucht. Auch als Digi kann man sich einen Laptop mieten, kann man sich eine Kamera mieten. Auch als Fotografin muss man keine Kamera theoretisch besitzen, man kann die auch mieten. Es geht alles. Natürlich haben die meisten heutzutage auch eine eigene Kamera, aber theoretisch kann man sich alles dazu mieten. Auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Und so die letzte Sache, die ich jetzt ja auch noch fragen muss. Ich meine, viele sehen das als Sprungbrett, um Fotograf oder Fotografin zu werden. Aber wie schafft man es? Und ich meine, du hast es so gemacht, von der Position des Digis, des Assistenten hin zum, ich möchte eigentlich Fotograf oder Fotografin sein. Ist nämlich gar nicht so einfach, ne? Dann wieder aus der Position rauskommen, sich selber ein Portfolio erarbeiten, selber rausfinden, wer bin ich denn jetzt als Fotografin, welchen Stil habe ich, welche Kunden spreche ich an. So, ich glaube, man denkt dann, ich bin eigentlich ready und könnte jetzt arbeiten, aber eigentlich muss man so viele Dinge noch tun, um dann auch in diesem Bereich arbeiten zu können. Erzähl mal hier aus deiner Erfahrung, bitte. Also, weil du gerade sagst, ich kann das alles schon und ich merke dann, ich könnte eigentlich schon Fotografin sein. Ich kenne das von Assistenten, die ich erlebt habe. Auch ich war so, dass man sich sehr schnell selbst überschätzt und als Assistentin am Set steht und denkt, das kann ich auch alles. So, und warum dauert das denn so lang? Und ich könnte das alles viel besser als jetzt die Fotografin, der Fotograf da. Habe aber dann im Nachhinein, Jahre später gemerkt, okay, da habe ich mich ein bisschen selbst überschätzt. Und das beobachte ich immer wieder, dass junge Assistenten 2, 3, 4 Jahre assistieren und dann so eine gewisse Arroganz entsteht und so eine Überheblichkeit, die nicht gesund ist und die ich auch niemandem raten würde, sondern immer being humble, also bescheiden bleiben, sich selbst reflektieren und wenn man der Meinung ist, man kann das alles schon, es nicht in die Welt rausposaunen, sondern für sich behalten und lieber dann das auch umsetzen, was man da glaubt zu sein, anstatt nur die ganze Zeit irgendwie rumzumaulen und zu sagen, ich kann das ja auch alles schon und ich bin eigentlich auch schon Fotograf und eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf Assistenz, weil das ist auch etwas, was sich sehr schnell rumspricht und was eben nicht gut ankommt. Und wenn man Assistentin ist und Fotografin werden möchte, dann muss man den richtigen Zeitpunkt wählen, logischerweise. Man muss auch mehr Arbeit reinstecken als zu der Zeit, wo man vielleicht nur Assistentin ist, weil man eben noch, so wie du ja auch, eine Teilzeitstelle hattest und aber Fotografin werden wolltest und eben dann ein bisschen mehr tun musstest, um diesen Schritt dann final gehen zu können. Und auch bei mir und auch bei meinen Kollegen, die jetzt in meinem Alter sind, mit denen ich auch assistiert habe, war das so, dass man eben viel, viel, viel freier arbeiten, fotografieren muss, viel auch nach der Assistenz, nach dem anstrengenden Arbeitstag noch sich an den Computer setzen muss und Bilder bearbeiten muss, weil man eben die Zeit tagsüber nicht hat, weil man da eben am Set als Assistent steht und man auch irgendwann nach ein paar Jahren in der Branche als Assistent angesehen wird und auch als Assistent bekannt ist
Und es dann eben nicht so einfach ist, einfach jetzt von heute auf morgen zu sagen, ich bin jetzt Fotografin übrigens, bucht mich mal. Ich glaube, Das ist das ein ist der Prozess. schwierigste Punkt. Genau, also das ist ein langer Prozess und das ist auch ein anstrengender Prozess und der ist auch nicht immer schön, weil der Punkt zu sagen, jetzt bin ich kein Assistentin mehr, der ist schwierig, so, weil man hat natürlich eine Geldeinnahmequelle, die auch wichtig ist und irgendwann muss man den Moment finden, diese zu kappen, weil man kann eine gewisse Zeit zweigleisig fahren, also Fotografin sein, kleine Jobs anfangen, kleine Jobs machen und assistieren nebenbei, aber gleichzeitig Fotografin sein, erfolgreiche Fotografin und Assistentin ist nicht so leicht, weil man eben die Kollegen ein bisschen verwirrt damit. Weil auf der einen Seite steht man als Assistentin am Set und auf der anderen Seite möchte man als ernstzunehmende Fotografin wahrgenommen werden. Das funktioniert leider nicht. Auch wenn es schön wäre, wenn es funktioniert. Ich fände das toll, wenn es gehen würde, aber so funktioniert die Branche leider nicht. Man muss irgendwann sich quasi positionieren als Ja. Fotografin oder als Assistentin. Ja, ich finde es relativ logisch, dass Ja. das nicht funktioniert. Ja, wenn man den Übergang macht, bei mir war es so, ich habe sehr viel, ich habe Vollzeit assistiert und habe dann eben viel freie Arbeiten gemacht, viel freie Projekte, Mappe gebaut, Portfolio aufgebaut, hatte dann tatsächlich relativ früh eine Repräsentanz, habe aber trotzdem noch assistiert, auch während ich die Repräsentanz noch hatte und habe aber dann entschieden, dass ich irgendwann nur noch Fashion-Fotografen assistiere, weil ich Lifestyle-Fotograf sein wollte und deshalb dann mir so diese Grenze gesetzt habe, wenn ich bei Fashion-Shootings bin als Assistent, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass dort Kunden, Agentur, Menschen sind, die mich vielleicht buchen könnten. Und umgekehrt dann eben auf Lifestyle-Shootings nicht mehr assistiert habe, weil da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch war, dass dort Kunden und Agentur Menschen sind, die mich eventuell mal als Fotograf buchen könnten. Und das hat ganz gut funktioniert tatsächlich, dass ich mich da so ein bisschen, natürlich habe ich auch weniger Geld verdient am Anfang, weil ich halt ein großer Teil meiner Jobs dann als Assistent weggefallen ist, aber trotzdem noch genug Geld hatte, um leben zu können, so und nicht irgendwie auf Null zu sein. Und irgendwann merkt man dann ganz natürlich, dass man genug Geld mit der Fotografie verdient und auch nicht mehr so viel Zeit hat, als Assistent zu arbeiten, dass man dann auch irgendwann sagen kann, jetzt assistiere ich nicht mehr. So. Sollte man nicht zu früh, weil das ist, wie gesagt, da entsteht schnell eine Überheblichkeit, aber es hat bis jetzt bei sehr, sehr vielen Menschen funktioniert und es wird auch weiterhin funktionieren, das als Sprungbrett zu nutzen. Genau, aber muss ja nicht. Man Genau, kann man auch muss ja nicht. wirklich in dem Job bleiben Ja. und das hat natürlich auch absolut seine Vorteile und ist auch ein Job, der oft gebraucht wird, der, glaube ich, erstmal nicht verloren geht, sondern eher noch populärer und Ist noch, immer noch ein Job, der wächst, ja. ja, Also genau, und noch sich größer wird. weiterentwickelt, ja. Was ich auch noch beobachte, was ich auch selbst schon den Moment hatte, damals, wenn man als Assistentin am Set steht, nehmen wir jetzt mal an, Digi macht und man steht da am Computer und man kann das, was man kann und was man tut, weil man es eben jeden Tag macht. Man ist routiniert in seiner Arbeit, man kennt seinen Job in- und auswendig. Es ist natürlich auch eine Sache von, wie viel Verantwortung möchte ich haben. Also als Assistentin muss man natürlich öfter am Set stehen, weil man einen geringeren Tagessatz hat als vielleicht eine Fotografin. Man muss aber nicht den ganzen Tag mit Kunden quatschen. Man muss nicht irgendwie seine Bilder verkaufen. Man muss nicht 3 Wochen vorher Vorplanung machen. Man geht einfach ans Set, macht seinen Job und geht wieder heim und kann eine Rechnung schreiben am Ende Und des man muss vor Tages. allem nicht pitchen. Man muss nicht pitchen, man Das wird ist nicht wahnsinnig verglichen, zeitintensiv. man wird nicht gejudged, man wird nicht bewertet, man wird einfach nur gebucht, weil man gut ist und Cool. kriegt dafür Geld. Und das ist für viele, die ich kenne, die das als wirklich Job machen und gar nicht vorhaben, Fotografin zu werden, ein Riesenargument, weil man eben eine Sicherheit hat, einen Job, wo man genau weiß, was man tun muss und wo man auch sich nicht so viel auf neue Situationen einstellen muss. Als Fotografin muss man das bei jedem Job. Es sind immer neue Kunden, es sind immer neue Artdirektoren, es sind immer neue Situationen, auf die man sich einstellen muss und man muss jedes Mal neu
sich auf eine Situation, auf ein Shooting vorbereiten. Und als Assistentin, als Digi oder als Licht ist das relativ gleichbleibend, was man tun muss am Set. Und das sehen viele als Riesenvorteil in dem Job, in dem sie sich da befinden. Mhm. Und das kann auch definitiv ein Grund sein für viele zu sagen, das macht mir Spaß, ich bin gerne in der Fotografiebranche unterwegs oder in dieser Industrie, aber ich möchte da vielleicht bleiben. Und das ist jetzt vielleicht mein Job, der mir Spaß macht auch. Und gerade wenn man eben so ein bisschen Technik-Nerd ist oder Technik interessiert ist, kann das ein mega, mega geiler Job sein, den man da macht. Und mit dem man auch genug Geld verdienen kann, um eine Familie zu ernähren. Ja. Definitiv. Ja. Voll gut. Ja. Ja. Ich glaube, meine Fragen sind erstmal hier beantwortet. Das war auch ein ganz, ganz gutes Ende, glaube ich, dafür. Ja, denke ich auch. Außer dir fällt jetzt noch was ganz Wichtiges ein. Aber Nö, eigentlich ist das, glaube ich, ganz rund. Also, wenn man das anfangen möchte, einfach loslegen, Leute fragen, bei Jules bewerben. bei mir bewerben, viel versuchen aufzusaugen. Ich sage immer, sei ein Schwamm, sauge alles Wissen auf, was du kriegen kannst. Sei SpongeBob. Sei ein Schwamm, genau. Und ja, sei interessiert. Versuch Leute kennenzulernen, die auch das Gleiche machen vielleicht, die das Gleiche machen wollen. Helft euch gegenseitig aus und dann wächst man da rein und irgendwann verdient man auch Geld damit und dann kann man auch darüber Fotografin werden. Und ja, mir hat es super viel Spaß gemacht, die Assistenzzeit. Mir hat sie auch super viel gebracht und mir bringt sie auch heute immer noch sehr viel, dass ich das gemacht habe. Ich habe das, glaube ich, 6 Jahre fast gemacht und das ist für viele eine lange, lange Zeit. Aber wenn man ein Studium macht, dann kann das auch mal 6 Jahre dauern, wenn es ein anstrengendes Studium ist. Und es ist auch noch kein, wie sagt man, Profi vom Himmel gefallen oder wie nennt man das? Kein Meister vom Kein Meister vom Himmel gefallen. Man muss alles lernen und das dauert Zeit. Und die muss man sich auch erlauben zu nehmen, diese Zeit. Man wird nicht in 2 Monaten der perfekte Assistentin. Fotografin auch nicht. Fotografin auch nicht. Und es ist sehr, sehr gesund, das nicht zu schnell zu wollen, sondern sich ganz in Ruhe diese Zeit zu nehmen, um das alles zu lernen und dann irgendwann erfolgreich damit zu sein. Mega. Pixel. Tschüss. Ciao.